Hallo, ich bin Thomie und lese gerne die lustigen Taschenbücher. Heute möchte ich euch erzählen, was mir in Band 528 aufgefallen ist. Mein Bonusvideo folgt dann nächste Woche. Vielen Dank für all eure Fragen. Zuerst mal ist mir natürlich die Titelgeschichte aufgefallen, die Donald Quest. Und die hat mich ziemlich überrascht, denn so etwas hatten wir ja noch nie. Es ist eine Fantasy-Geschichte mit Enten und Mäusen als eine Art Steampunk-Wikinger mit Pokémon-Sammelkarten. Sie leben in der Welt Feudarnia, die aus fliegenden Inseln besteht und von Meteorbiestern bedroht wird. Wie wir erfahren, hat der Meteormaster diese Kreaturen aus magischem Stein erschaffen. Sie sind bedrohlich wie ein Nashorn oder ein Haifisch, aber auch denkbar ungeeignet, um Angst und Schrecken zu verbreiten, wie ein Floh. Dann gibt es die Biestbuster, die diese Meteorbiester jagen. Mickey ist der berühmteste dieser Biestbuster, die in rollenden, gehenden und fliegenden Schiffen unterwegs sind, den sogenannten Busterbots. Denn jedes Meteorbiest hat auch eine Schwäche, die wir auf den Sammelkartenbildern erfahren. Ich war zuerst einmal ziemlich überwältigt vom Ganzen und auch vom eher ungewöhnlichen Zeichenstil, der mich mehr an japanische Manga-Comics erinnert. Aber beim zweiten Mal durchlesen ist die Geschichte mit ihren 5 Episoden wirklich spannend. Vor allem begeistert mich, wie die Macher eine ganz eigene Fantasiewelt erschaffen und sich wirklich viel überlegt haben mit diesen Meteorbiestern und den Biestbustern. So aufwendig wurden bisher nur sehr wenige Geschichten in den lustigen Taschenbüchern gestaltet, zum Beispiel die Asgardland-Saga hier in LTB 124. In dieser landet der Bewohner einer anderen Dimension aus Versehen bei Mickey und Goofy. Die beiden reisen dann mit ihm zurück und helfen dabei, Asgardland vor dem bösen Fürst Niflheim zu retten. Die Geschichten erinnern an eine Mischung aus Herr der Ringe und Star Wars, haben aber trotzdem ihren ganz eigenen Stil. Noch mehr hat mich die Donald Quest aber an die Drachengold-Trilogie erinnert, die in den LTBs 197, 203 und 226 erschienen ist. Und zwar, weil auch da viel zu moderne Technik mit einer mittelalterlichen Welt vermischt wird. König Dagobert schickt seine Ritter los, um 3 Schlüssel von 3 Drachen zu finden, von denen ihm Primus in einer alten Geschichte erzählt hat. Meister Düsentrieb mit seinem fliegenden Computer mit Fledermausflügeln bereitet für alle Ritter etwas vor. Ritter Donaldus reitet auf einem mechanischen Pferd los. Ritter Gustavus besteigt ein Segelboot mit Windantrieb. Und Ritter Franzerich erhält für seinen Ritt in die Wüste von Meister Düsentrieb eine Flüssigkeit, die Lebensmittel vergrößert. Doch Donaldus hat Pech. Das mechanische Pferd geht wiederholt kaputt. Und das neue Modell mit Flügeln fliegt so gut, dass er es erst auf dem Mond wieder anhalten kann. Von Donaldus lesen wir dann in der zweiten Geschichte wieder, in der auch Mickey, Goofy und Kater Carlo vorkommen. Und auch dort gibt das schwarze Phantom den Oberbösewicht. Er will einer Armee aus mechanischen Rittern Leben einhauchen und mit ihnen die Welt erobern. Nur Donaldus kann sie jetzt noch aufhalten. In Teil 3 wird Donaldus von einem fliegenden Teppich eingerollt und landet im Morgenland. Dort erfüllt ihm ein Geist aus der Kanne widerwillig seine Wünsche. Wenn euch die Drachengold-Trilogie interessiert, so findet ihr alle 3 Geschichten auch in LTB Fantasy 6. Doch wieder zurück zur Donald Quest. Hier ist mir in der Zukunftsvision das Tick, Trick und Track Meteorbeast aufgefallen. Es besteht aus einem Körper mit 3 Köpfen. Das hat mich gleich an eine Theorie der Donaldisten erinnert. Die besagt, dass Tick, Trick und Track keine Drillinge sind, sondern ein Dreifachwesen mit 3 Körpern. Weil sie ja, zumindest früher, oft gemeinsam gesprochen haben. Einer beginnt den Satz, der zweite spricht weiter und der dritte beendet ihn. Wer mehr über diese Theorie von Martin Söllig erfahren möchte, der findet unten in der Beschreibung einen Link zum Sonderheft der Donaldisten-Zeitschrift, in dem diese Theorie ein Thema war. Ob das dreiköpfige Meteorbeast nun eine Huldigung dieser Theorie ist oder sie noch bestärkt, lässt sich leider nicht sagen. Ein lustiges Detail ist mir noch hier aufgefallen. Da steckt sich einer der Panzerknacker 2 Karotten in die Ohren, um den Krach nicht mehr hören zu müssen. Ich hoffe also, dass euch die Donald Quest soweit gefallen hat. Denn das war der erste von 4 Teilen mit verschiedenen Episoden. Wir haben noch insgesamt knapp 200 Seiten vor uns. Der nächste Teil erscheint in LTB 529 und die restlichen beiden Teile dann wohl in den nächsten LTBs. Mir hat die Geschichte nach anfänglicher Skepsis ganz gut gefallen. Das Einzige, was mich stört, sind die fehlenden Fantasienamen.
Denn sonst tragen die Enten und Mäuse ja immer abgewandelte Namen wie Donaldus oder Gustavus. Schließlich sind es nicht Donald und Mickey, die wir hier sehen, sondern ihre Vorfahren oder entfernte Verwandte aus einer anderen Dimension. Das gilt eigentlich auch für diese Fantasy-Geschichte, in der sie aber trotzdem nur Donald, Mickey und so weiter heißen. Auch in der letzten Geschichte von LTB 528, die Pyramide der Ozteken, sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Zuerst mal im Introbild mit unserem Sonnensystem. Die hier erwähnten minus 273 Grad Celsius sind nicht einfach eine zufällige Zahl, sondern diese stellt den absoluten Nullpunkt dar. Nirgends wird es kälter als minus 273,15 Grad Celsius oder auch 0 Grad Kelvin, auch im All nicht. In der Geschichte erzählt ein Ausserirdischer, dass sein Volk der Miffels vor langer Zeit von Reptilien des Brutalon-Imperiums unterdrückt wurde. Mit Hilfe des Raum-Schrumpfers, den die Miffels erfunden haben, ist ihnen schlussendlich die Flucht gelungen. Die Raum-Schrumpfer haben sie dann auf verschiedenen Planeten vor den Reptilien versteckt, so auch in einer Pyramide auf der Erde. Als Primus die Messwerte der Pyramide nach Entenhausen funkt, werden die Reptilien darauf aufmerksam und landen kurze Zeit später auf der Erde. Die außerirdischen Krokodile haben mich gleich an die Krokonen erinnert, denen die Dachs in LTB 297 begegnet sind. Und zwar dreht sich auch hier alles um einen Tempel im Dschungel, genauso wie in der aktuellen Geschichte. Donald öffnet aus Versehen einen Durchgang, durch den sie auf den Planeten der Krokonen gelangen. Die Krokonen sind ein kriegerisches Volk. Und wie die Reptilien in der aktuellen Geschichte haben auch sie das auf dem Planeten lebende Volk unterdrückt und zur Flucht getrieben. Doch auf dem Planet der Krokonen haben die Dachs einen Vorteil, sie besitzen nämlich Superkräfte und besiegen zu 5 die ganze Armee der Krokonen. In LTB 528 hingegen müssen Tick, Trick und Track auf eine List zurückgreifen. Das Märchen Der Hase und der Igel. Das kennt ihr sicher. Darin macht sich der Hase über die krummen Beine des Igels lustig. Der fordert ihn deshalb zu einem Wettrennen auf. Am Ziel wartet die Frau des Igels, die gleich aussieht, und ruft: Ich bin schon hier. Und genau so kommt es mir vor, wie Tick, Trick und Track die Reptilien zum Raum-Schrumpfer locken. An dieser Geschichte finde ich komisch, dass die außerirdischen Reptilien 7000 Jahre lang in unserem Sonnensystem darauf gewartet haben sollen, dass ihnen jemand oder etwas den Standort der Pyramide und damit des Raum-Schrumpfers verrät. Man sollte meinen, dass sie in 7000 Jahren längst alle Planeten des Sonnensystems hätten absuchen können. Und das auch mehrfach. Außerdem mussten die Reptilien zuerst einmal fast 6900 Jahre lang warten, bis die Menschen überhaupt die Funktechnologie erfunden haben. Denn das erste Funksignal wurde erst im Jahr 1901 verschickt. Diese Warterei muss ja ziemlich langweilig gewesen sein. Und die Macher der Geschichte haben es auch etwas übertrieben mit den 7200 Jahren, von denen wir lesen. Denn damals befand sich die Erde in der Jungsteinzeit. Die Menschen hatten gerade erst ihre Höhlen verlassen und damit begonnen, rudimentäre Landwirtschaft zu betreiben, um Pfeilspitzen für die Jagd aus Stein herzustellen. Zeit, um Fußball zu spielen, hatten die Leute damals wohl kaum. Der Name der Ozteken ist eine Mischung aus Olmeken und Azteken, und danach sehen die Statuen und die Pyramide auch aus. Beide Kulturen sind jedoch viel jünger. Die Olmeken lebten von 1500 bis 400 vor Christus und die Azteken sogar erst im 14. bis 16. Jahrhundert. Für eine Art Fußball sind dann aber eher die Maya berüchtigt. Bei ihnen war es vor rund 1500 Jahren üblich, die Mitglieder der Verlierermannschaft den Göttern zu opfern. In LTB 528 steckte auch der Jahreskalender 2020 mit dem neuen Buchrückenmotiv. Und das Bild mit den 4 Jahreszeiten gefällt mir sehr gut. Ich freue mich schon darauf, wie es bei mir im Büchergestell aussehen wird. Ein Highlight von LTB 528 sind die Farben in der Donald-Quest. Ich finde es beeindruckend, wie die Meteorbiests auf dem Papier tatsächlich zum Leuchten gebracht werden. Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen. Besuche meine Webseite Thomie.TV, abonniere meinen Kanal oder klicke hier, um ein anderes LTB-Video von mir aufzurufen. Hat dir dieses Video gefallen? Dann freue ich mich über Daumen hoch. Danke!